Der Medianlohn junger Erwachsener in Deutschland liegt laut dem Statistischen Bundesamt bei etwa 36.000 Euro brutto pro Jahr. Monatlich also 3.000 Euro. Netto bleiben vielen in ihren 20ern rund 1.800 bis 2.000 Euro pro Monat. Das wirkt im ersten Moment nicht nach Millionärsgehalt. Aber selbst mit einem ganz normalen Einkommen kannst du die entscheidenden Schritte gehen, um langfristig Vermögen aufzubauen und auch die Million zu erreichen. Deine 20er sind dafür die wichtigste Lebensphase überhaupt. In diesem Video zeige ich dir, warum Finanzziele in deinen 20ern so entscheidend sind, wie du Schuldenfallen vermeidest, wie unglaublich mächtig frühes Investieren wirklich ist, wie viel du monatlich sparen solltest und welches Vermögensziel du idealerweise mit 30 erreicht haben solltest. Am Ende hast du einen klaren, realistischen Plan für finanzielle Sicherheit und langfristigen Wohlstand. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere jetzt schon mal den Kanal und aktiviere die Glocke. Das Video ist keine Finanzberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Die 20er können sich überfordernd anfühlen. Du musst deinen Berufsweg planen, ziehst bei deinen Eltern aus und musst plötzlich eigene finanzielle Entscheidungen treffen. Sie sind aber auch die bestmögliche Dekade, um dich für eine lebenslange finanzielle Sicherheit aufzustellen. Die Gewohnheiten, die du aufbaust und die Entscheidungen, die du früh triffst, können deine Zukunft sehr stark beeinflussen. Deine 20er sind perfekt dafür, weil du noch keine großen finanziellen Verpflichtungen hast. Keine hohen Hypothekenraten, keine Kosten, um Kinder großzuziehen oder andere große Ausgaben für die Lebenshaltung. Lass uns loslegen. Der wichtigste erste Schritt. Lege deine finanziellen Ziele fest. Viele junge Erwachsene hangeln sich finanziell von Monat zu Monat. Laut der Schufa-Jugendstudie haben knapp 40% der 20- bis 29-Jährigen keine konkrete Finanzplanung. Dabei ist gerade dieses Jahrzehnt optimal, um gute Geldgewohnheiten aufzubauen und dir Klarheit über deine Ziele zu verschaffen. Zum Beispiel ein Vermögen von 1 Million Euro zu erreichen. Eine realistische Rechnung zeige ich dir gleich im Video. Du kannst unnötige Ausgaben früh identifizieren, dauerhaft vermeiden und die richtigen Prioritäten setzen. Ein gutes Grundgerüst ist diese finanzielle Reihenfolge. Erstens, schaffe dir einen Notgroschen von 3 bis 6 Monatsausgaben auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto. Unter dem Video verlinke ich dir einen Vergleich. Zweitens, tilge Konsumschulden. Drittens, nutze den Arbeitgeberzuschuss für betriebliche Altersvorsorge. Viertens, starte einen ETF-Sparplan, zum Beispiel mit einem MSCI World ETF. Und fünftens, steigere deine Sparquote mit jeder Gehaltserhöhung. Dieses System gibt dir Sicherheit und Struktur und es nimmt dir die Angst, etwas falsch zu machen. Hast du für dich schon konkrete finanzielle Ziele festgelegt? Schreib's mal in die Kommentare. Zweitens, Schulden vermeiden, besonders Konsumschulden. Schlechte Schulden sind der größte Wohlstandskiller deiner 20er. Gerade Kreditkartenschulden und Dispo-Kredite sind die vielleicht größten Hindernisse beim Aufbau von Wohlstand für junge Erwachsene. Laut einer Umfrage der BaFin nutzen rund die Hälfte der befragten 18- bis 29-Jährigen Überziehungskredite und ein Fünftel nutzt die Teilzahlungsfunktion von Kreditkarten. Rund 15% nehmen den Dispo und die Teilzahlungsfunktion in Anspruch. Die Zinsen bei Kreditkarten liegen, wenn man in Teilraten zurückzahlt, oft bei über 20% per annum. Für Dispo-Kredite fallen üblicherweise Zinsen zwischen 8 und 15% per annum an. Wenn dann nur kleine Beträge für die Rückzahlung gewählt werden, zahlt man kaum für die Tilgung, sondern fast nur für die Zinsen. Auch Autokredite spielen eine wichtige Rolle. Rund 20.000 Euro nehmen junge Menschen für die Autofinanzierung auf. Bei Laufzeiten von rund 60 Monaten, Zinsen von 7% oder mehr und einer monatlichen Rate von rund 400 bis 450 Euro. Diese Arten von Krediten und eine so starke finanzielle Verpflichtung nehmen dir viel Flexibilität und die Möglichkeit, einen großen Teil deines Einkommens zu sparen und zu investieren. Außerdem führt das oft zu weiterem schlechten Kreditverhalten. Wenn du nur ein einziges finanzielles Ziel in deinen 20ern erreichst, dann dieses. Konsumschulden vollständig vermeiden oder so schnell wie möglich tilgen. Auf diesem Fundament baut der Rest auf. Hast du Schulden mit hohen Zinsen, zum Beispiel von Kreditkarten oder Dispo-Rahmen, dann reduziere die Belastung durch eine Umschuldung auf einen günstigeren Ratenkredit. Ein Video mit praktischen Tipps und Tricks für einen günstigeren Umschuldungskredit verlinke ich dir unter dem Video. Was war deine teuerste Fehlentscheidung oder ein Kredit, den du heute bereust? Schreib's gern mal unten rein. Drittens, der mächtigste Hebel in deinen 20ern. Sparen und investieren. Die meisten Menschen in Deutschland beginnen viel zu spät mit dem Investieren. Laut Deutschem Aktieninstitut erst mit Anfang 30.
In den 20ern Geld anzusparen, fühlt sich unmöglich an. Du hast noch ein Startergehalt, Miete und natürlich ein Sozialleben. Dabei liegt dein Reichtum in den 20ern in der Zeit, die du zum Investieren hast. Und die ist beim Investieren wertvoller als Kapital. Wie stark sich der Faktor Zeit durch den Zinseszins jedes Jahr auswirkt, siehst du hier. Die Tabelle zeigt, wie viel du monatlich sparen musst, um mit 65 Jahren 1 Million Euro zu erreichen. Bei 7% Rendite. Das ist langfristig realistisch für weltweite Aktien-ETFs, wie zum Beispiel einem MSCI World ETF. Wie du siehst, würden bei einem Start mit 20 Jahren 264 Euro reichen. Startest du nur 5 Jahre später mit 25, liegt die Sparrate schon bei knapp über 380 Euro, also rund 44% höher. Bei Beginn mit 30 ist die nötige Sparrate mit 555 Euro schon mehr als doppelt so hoch wie beim Start mit 20. Noch deutlicher siehst du es im folgenden Beispiel. Zahlst du die gleiche Rate von 263,65 Euro nur 22,5 Jahre, also die Hälfte der Zeit, bringt das bei der gleichen Rendite von 7% per annum nicht die Hälfte an Vermögen, also 500.000, sondern nur rund 173.000 Euro. Der Unterschied zeigt, früher anfangen heißt, viel weniger investieren für viel mehr Ergebnis. Selbst wenn du mit kleinen Raten startest, 50 Euro oder 100 Euro im Monat, und das ohne Unterbrechungen, kann das durch die Dauer der Investition nach Jahrzehnten einen großen Unterschied machen. Stell dir das wie kleine Samen vor, die du heute pflanzt und die in einigen Jahren zu großen Bäumen gewachsen sind. Das ist die Kraft des Zinseszinses, der umso stärker wirkt, je länger du Zeit hast. 4. Die wichtige Zielmarke für deine späten 20er. Als Grundregel gilt, bis zum 30. Geburtstag solltest du idealerweise rund ein Jahresgehalt investiert haben. Verdienst du also beispielsweise 36.000 Euro brutto im Jahr, wäre das Ziel 36.000 Euro investiertes Vermögen mit 30. Das klingt nach sehr viel und vielleicht unerreichbar, aber lass es uns einmal durchrechnen. Wenn du kontinuierlich 10% von deinem Jahresgehalt sparst, sind das 3.600 Euro pro Jahr oder 300 Euro im Monat. Bei der angenommenen Rendite von 7% jährlich würdest du das Sparziel vor deinem 30. Geburtstag erreichen, selbst wenn du erst mit 22 anfängst. Und das unter der Annahme, dass du keine Gehaltserhöhungen bekommst und deine Sparrate deshalb nicht erhöhst. Wenn du diesen Meilenstein erreichst, zeigt das, dass du unter deinen finanziellen Möglichkeiten leben kannst. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, wenn man ein Vermögen aufbauen will. Wenn dein Einkommen nicht gleichbleibend ist, kannst du auch den Durchschnitt aus mehreren Jahren nehmen, um dein Ziel zu berechnen. Und wenn sich dein Einkommen erhöht, nutze den größten Teil des zusätzlichen Geldes, um deine Sparrate und nicht deinen Lebensstandard zu erhöhen. Stell dir das Gefühl vor, wenn du mit 30 ein ganzes Jahresgehalt oder sogar mehr an Vermögen hast. Du kommst nicht nur über die Runden, sondern hast eine Basis geschaffen, die sich durch den Zinseszinseffekt immer weiter vergrößert. Und dieser Schneeballeffekt beschleunigt sich, je mehr Geld investiert ist. Deine Investitionen sind groß genug, um sichtbar zu wachsen, und die Zinseszinskurve zieht jetzt spürbar nach oben. Sparen wird leichter, weil der Vermögenseffekt motiviert und du bist finanziell nicht mehr so verletzlich. Jedes Jahr, das du ohne zu investieren verstreichen lässt, erhöht den monatlichen Betrag, den du später einzahlen musst, um das gleiche Ziel zu erreichen, immens. Wenn dir das Video gerade hilft, gib ihm kurz einen Like. Du zeigst YouTube damit, dass solche Inhalte mehr Leuten angezeigt werden sollten. 5. Das Entscheidende und das Befreiende. Deine 20er müssen nicht perfekt laufen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, die richtigen Gewohnheiten zu starten. Nämlich Ziele setzen, Schuldenfreiheit anstreben, diszipliniert und konsequent zu sparen, früh zu investieren, höheres Einkommen anzustreben und deinen Lebensstil in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Jeder Monat, in dem du diese Dinge tust, baut aktiv an deiner finanziellen Freiheit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es und teile es mit deinen Freunden. Abonniere auch den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier noch 2 Videos, die du dir auch unbedingt anschauen solltest.